77 war das nicht gerade schon? Ja, moin. Ich wollte zurücklegen. Hm. This receiver just picked something up. Like a signal? It's going beep beep. Yeah, what could it be? I don't know. You gotta find out. All right, I'm on my way now. You know what I just picked up? No. A fifth of Major Bueno tequila from the creek. Are you drunk? No! I am getting drunk. Hey, D, I don't want to harsh your vibe, but maybe, just maybe, that's a bad idea. Henry. What? Die ist schon so besoffen, Digga. You're harshing my vibe. My thinking is I could stay up all night worried I'm gonna lose my job because of the side fire, or I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is I'm gonna follow this wave receiver. Ooh, I like it when you think. Ay. Jesus. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are. Last thing I need is another big crossword breakthrough. Shit! What the fuck? Ah! Ja, moin. Das war eine Falle, oder was? D, I found some sort of supply bag, light camping gear, some clothes, basics, but it was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. You're okay? It's not a trap or anything? Yeah, I'm fine, but there's also a set of keys here. I don't know why they'd be hidden out here. They say Shoshone National Forest, Cave 452. Is that the one in the canyon? Yeah, it is. Who the hell took them? And what the hell is in that cave? Will ich das wissen? Let's just think. Says the woman with a half a bottle of tequila in her belly. Maybe they're panicking and we're preparing to beat it. The fire has them spooked, and we have new walkie-talkies, so we have the upper hand. Yeah, well, it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. Oh. Well, you're back in your tower. Maybe you need a drink, too. I'm not in my tower. I am looking at a man standing in your lookout. And What? it's not you. It is not me. Oh my god, go. I'm going. Das ist ja frech. Ich weiß doch gar nicht, wie ich gelaufen bin überhaupt. Ach, da, ich sehe ihn. Gut. I don't see anyone up here. He was just there. Was?
tape of us talking down at the site. It sounds like it was recorded from somewhere nearby. Oh, Jesus. Yeah, and it sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea. No. We are screwed. No! Dee, just don't freak out, okay? Don't freak out. Oh my god, what the fuck is happening, Henry? Okay, Tag 78. Ja, moin. God, I think I'm gonna be sick. So your little bender isn't looking like such a good idea under the light of a new day, huh? No, it isn't, but that's not it. Someone claiming to be Henry in Two Forks called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow fire. Nice. So, I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night, so someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's been keeping in that cave. I'm going down there now. We don't have a lot of time left out here, and if we don't find some fucking answers, when they lift us out of here, it's gonna be in handcuffs. We have to stick together, okay? Keep our story straight. From the first day with those girls to the person breaking in on our conversation, everything. We gotta be honest and consistent. Yeah, I suppose you're right. I know. Ich glaube nicht, dass ich wissen will, was in der Höhle ist, wenn ich ehrlich bin. Ich befürchte, es sind die Mädels, aber... Gucken. Geheimnis Lake. Ne, ich muss ja an dem... Da, ich muss an dem Klo vorbei zur Höhle, ne? War das so? Hier runter, kann das sein? Ja. Ich gehe einfach mal normal hier runter. Na, ich kann springen. Okay. Hey, you didn't actually make that call, right? To the other lookout? It just stuck in my craw. I let myself imagine how fucked I would be if you'd been lying to me. But now that I asked, I kind of just wish I hadn't. Of course I didn't. No way. They're trying to pit us against each other. Yeah, you're right. That's not gonna happen, though. Thanks, Henry. Da ist die Höhle. Wir haben den Schlüssel. Den vorher die Person hatte. What the hell? Dieser Seite kann ich es nicht aufschließen. The
Delilah, someone locked me in the cave. Nice. Is this thing working? Delilah, send someone to the cave, please! Can't get any damn reception. Fuck. Okay, ich kann mich da durchzwingen. Ich kann... Jesus, this is a Okay, ich big kann nicht cave. hier runter. Das steht sein. Nice. Doch nicht. It's freezing in here. Was echt groß, Alter. What the fuck? Is anybody down there? Schuh. Okay. Ich gehe mal den Weg weiter, guck mal, was ich finden kann. Aber ich befürchte, ja, hier sind die Mädels irgendwo unten, ne? Das wäre nicht gut für mich, wenn ich hier gefunden werde mit den Mädels. Das wäre nicht ideal. Sagen wir es mal so. Fürchte ich, dass das nicht allzu gut wäre. Geht's wieder raus? Hey, Okay. hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No, there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Bin ich denn? Da hinten. Okay. Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle. I mean, he was in the middle of really sprucing up the joint when they left. Hey, remember that pack I found? Back on your second day? Yeah. I found a plan Brian drew about how he was going to get it back. Oh, I'm sure it was quite elaborate. It's some Wile E. Coyote stuff, I'll tell you that much. Brian was doing a science fair project about bouncing radio waves off of a meteor shower. Poor kid left his homework? Yeah, he must have been pretty smart, huh? Yeah, sharper than a lot of the grown-up knuckleheads I'm used to, yeah. What, you're saying I'm one of those knuckleheads, is that it? I wasn't, but, now that I think about it... Because I know lots of stuff. Oh, please, drown me in your surplus of knowledge. I've been waiting all these years for a man as wise as you to take this job. Well, that wait's over, sweetheart. Call me sweetheart again, and you'll use that big sexy brain of yours to fill out your unemployment paperwork. Sorry, boss. Brian Goodwin, Schülerwettbewerb Hamilton Schule, Rohfassung. Mrs. McNamara, 6. Klasse, 4. April 1968. Ups. Sprechende Meteore. Nutzung von Meteoren für eine höhere Reichweite von UKW-Funksignalen. Können Meteore in unserer Atmosphäre dazu verwendet werden, die Reichweite von Funksignalen zu erhöhen? Ja, und ich kann es beweisen. Außerirdische Felsbrocken, die aus den Tiefen des Wälders zu unserem Planeten kommen, können Ultrakurzwellen reflektieren und dadurch die Effizienz von Funkgeräten verbessern. Es hört sich jetzt vielleicht nach einem Science-Fiction-Film an, aber es ist eine wissenschaftliche Tatsache.
Möglich ist dies dank des sogenannten Meteor-Scatter-Verfahrens. Mein Wissenschaftsprojekt beweist, dass es funktioniert. Und zwar so: Bei dem Verfahren werden die ionisierten Schweife von Meteoriten in unserer Atmosphäre zur Ausbreitung von Funksignalen genutzt. Beim Eintritt in die Atmosphäre erzeugen Meteoriten eine dichte Spur aus ionisierten Partikeln, über die kurzzeitig eine UKW-Funkverbindung über eine Entfernung von bis zu 2500 Kilometern möglich ist. Das ist eine ziemlich tolle Sache. Ich werde das zusammen mit einem Freund meines Vaters testen, der 1600 Kilometer weit weg in Albuquerque, New Mexico wohnt. Wir werden zu einer bestimmten Uhrzeit versuchen, per Funk miteinander zu sprechen. Aber ich vermute, dass es nicht funktionieren wird und wir auf einen Meteorschauer warten müssen. I found an old school folder. Brian was a hell of a doodler. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires, and I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied and just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. Huh. Brian stole his dad's climbing gear. His anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was gonna hide them in a cash box or something and never got around to it. I mean, he left a note for a ranger to find them and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah, I mean, it sounds like Ned was pushing him, and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. I hope it worked. God, what an asshole. Yeah. Man, that is the sort of thing that would have caused me to catch a beating growing up. Yeah, well, I wouldn't put it past old Ned. Lieber Ranger, mein Name ist Brian Goodwin. In der Nähe dieser Nachricht sollten Sie auch ein paar Bohrhaken gefunden haben. Wenn Sie mir einen Gefallen tun und sie mir per Post schicken, meine Anschrift lautet 55 Foxtrot Lane, North Platte, Nebraska. Wenn Sie mir Ihren Namen und Ihre Anschrift mitteilen, erhalten Sie eine Belohnung. Sie fragen sich vielleicht, warum ich Sie hier gelassen habe. Sie gehören meinem Vater und ich will nicht, dass er sie verliert. Aber ich will auf diesem Ausflug auch nicht mehr klettern, deshalb habe ich so getan, als ob ich sie verloren hätte. Wenn Sie sie mir schicken, ist alles wieder gut. Vielen Dank für Ihr Bemühen. Beste Grüße, Brian. PS, die Belohnung ist gut. Nice. Ah, damit kann ich jetzt tiefer in die Höhle, oder? There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him. You know, tinkering on stuff like that. Radio Goodwin with Brian and Ned. There's some grade A dork contraband here. You found his pocket protector? I found I guess, a data sheet for one Gladius Silva, half-elf armor 7. Classic Wizards and Wyverns. Wahrscheinlich die Version hier von Dungeons & Dragons. Spieler Brian, Charakter Gladius Silva, Ausrichtung chaotisch gut, Rasse Halbelf, Klasse Waldläufer Level 4. Geschlecht männlich, Alter 29, Größe 1,77 Meter, Gewicht 61 Kilo, Erscheinungsbild robust. Haare schwarz, Augen blau-grün, klar in Heimatwelt, unverständlicher Nerdkram. There's also a postcard here from Brian to, I guess, his neighbor. What's it say? That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn this summer. Oh, gosh. And also he was worried his dad didn't know when school started. I'd say that's a lucky break if I were him. Yeah, that doesn't surprise me. Ned didn't really seem like a, with it dad. Lieber Mr. Sackler, ich bin mit meinem Dad in Ländern Wyoming. Es ist wirklich schön hier. Dad war in der Gegend namens Sing Canyons angeln. In Wyoming sieht es fast überall so aus wie zu Hause in Nebraska, aber wenn man weiter wandert, gibt es Berge und Wälder. Tut mir leid, dass ich diesen Sommer nicht den Rasen mähen kann. Ich hoffe, Sie haben einen passenden Ersatz für mich gefunden.
Können Sie zurückschreiben und meinem Dad sagen, wann die Schule wieder anfängt? Ich glaube nämlich, er weiß es nicht. Ihr Freund und Nachbar Brian Goodwin. There's a busted old toy out here, some sort of electronic game. Yeah? I like Pong. Everybody likes Pong. Gosh, Brian Pong, had everything Digga. he loved out there. That is really fucking cool. I love everything about this. Thank you so much. Hi Timo, danke für deinen Raid. Vielen, vielen Dank. Wie war der Stream? Wie ist das Mikro vor allen Dingen? Und hi Hü. Herzlich willkommen. Wir spielen Firewatch. Das habt ihr ja, glaube ich, selber auch schon mal gespielt, ne? Ist das richtig im Kopf? He'd hide out here to read comics. The black Schönen band, guten Abend. whose grief is his enemy's sorrow. Everyone this guy loves gets killed, so he honors them with a black armband which gives him superpowers. Well, that's fucking dark. Mikro ist sehr geil, aber weiß nicht, ob es das Upgrade gelohnt hat. Ja, ist natürlich nochmal doppelt so teuer, ne? Ist schon eine Ansage, das SM7. Ich habe mich ja bewusst dagegen entschieden, weil es mir einfach zu teuer war, aber... Man hast ja noch ein bisschen Zeit zu testen im Zweifel. Schickst du halt wieder zurück, ne? Das ist ja auch die Alternative. Anweg komplett durchgespielt. Ja, ich glaube, ich brauche auch nicht mehr so lange. Ist das Gefühl. God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. Yeah. Sorry. Du hörst es nicht? Ah, das ist natürlich nicht so geil. Wenn man selber nicht hört, ist es natürlich... Dann finde ich, lohnt sich's halt auch irgendwie nicht so richtig, ne? So. Also als ich jetzt meins geholt habe, das habe ich im direkten Vergleich in der Aufnahme mit dem alten schon gehört. Definitiv nicht gelohnt hat, war der 100 Euro Mikrofonständer? Was hast du dir gekauft, Alter? 100 Euro? Hast du den von Rode genommen? Den PSA oder was? €100, Jesus. Ah, okay. What the fuck? Für dich nicht, ich hab's schon verkauft. Ich weiß genau, was du damit meinst. Kolja hatte mir gesagt, dass du es verkauft hast. Oder als Anzahlung irgendwie genutzt hast oder so. Ich vergleiche mal mit den alten Videos. Ja, mach das mal. Ich hatte, als ich... I don't know, really. I mean, we gotta find out. Ich red gleich What do you weiter. think? Whatever it is, they don't want you telling anyone about. I mean, they closed the door when they could have just... Bashed your head in with a rock or chopped you up with a Are you serious with this shit right now? hatchet. God, are you sure you want to go back in there? Honestly, I just want to know. I want to know what is worth doing everything that's been done to us. Yeah, me too. And not going to jail would be a nice kicker. Also als ich jetzt das Neue, was ich ja jetzt geholt habe, habe ich Testvergleichausnahmen gemacht, um Sound einzustellen und ich fand es deutlich besser. Also ich finde es hörbar besser. Okay. Die Mädels sind wieder da. Das heißt aber... Mal gucken. Das heißt aber, Brian ist wahrscheinlich in der Höhle, fürchte ich. Ich finde den PSA 1 eigentlich ganz geil. Ich habe den auch. Ich habe den auf eBay geholt für, ich glaube, 65 Euro. Ich finde den mega als die billigen.
Aber naja, das ist halt jeder. Sehr personal preference. Und danke für deinen Lurk und danke nochmal für den Raid, Timo. Viel Spaß dir. Bis die Tage. So, jetzt muss ich mich sowieso gerade selber nochmal orientieren. Ah, ich bin auf dem richtigen... Beim Quatsch in die richtige Richtung gegangen. Sehr gut. Ist die noch zu? Ich habe die zugelassen, ne? Jo. Ich könnte die mal aufmachen. Für das Kartenupgrade. Nein, nicht 5, Mann. Taschenlampe. Jei. Ich hätte mal von vornherein aufgemacht, das Ding. So, komme ich da jetzt hier nochmal wieder rein? Also ja, ich habe ja einen Schlüssel. Makes sense. Klar kann ich hier wieder rein. Geht es jetzt gleich wieder zu? Ich stütze doch gleich so hart ab, oder? Doch nicht. Sprung nach unten. Sehr gut. Felsen hochklettern. Okay. Also es... ich habe das Gefühl, wir bewegen uns... Aufs Ende zu, wollte ich sagen. Ich hab's befürchtet. Ah, shit. Ich habe es befürchtet. Oh, God. You're Brian Goodwin. You fell. Scheiße. Alles klar, aber die Mädels sind okay und ich habe den Schuh gesehen und Brian war noch hier. Ich hab's befürchtet, dass er hier unten ist. So ein bisschen die Hoffnung, dass ich noch Unrecht habe, aber naja. Okay, da kann ich hochklettern, das ist schon mal gut. Ah, und jetzt bin ich wieder am Anfang. Okay.
Warum war der Schlüssel denn jetzt an diesem Rucksack? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Hey, Dee. There you are. I've been worrying my ass off. Hey, you, might want to take a seat. I've been sitting this entire time. I'm almost always sitting. What's wrong? The only thing in the cave was a body. A body? God, what a mess. Delilah. It's Brian Goodwin. Gotta be fucking kidding me. How does that... What? I don't... How? Climbing, I think, or made to look like a climbing accident. Mm-hmm. I don't know, maybe it was Ned. If not him directly, he put enough stupid fucking know-how in his head to get him killed. Son of a bitch. Yeah. I'm sorry, Delilah. I'm so sorry. He'd be alive if I'd told someone he was out here. I don't know where he'd be, but I can assure you it would not be rotting at the bottom of that cave. There's nothing to say. Hike back. I think we're leaving tomorrow anyway.